Können Naturkatastrophen ganze Tierarten auslöschen? Vulkanausbrüche und tropische Wirbelstürme hatten schon immer das Zeug dazu. Doch es ist der Mensch, der Wildtiere erst an den Rand des Abgrundes bringt. Viele Arten sind heute nur noch in Museen zu sehen. Doch für einige gibt es Hoffnung. Deutschland im Jahre 2021. Ein hochmodernes Artenschutzzentrum mit nur einer Mission. Die Rettung vom Aussterben bedrohter Papageien. Die Zucht von Papageien ist extrem aufwendig, besonders wenn es sich um derart seltene Arten handelt. Das Schwierige ist, die Vögel so zu halten, dass sie überhaupt Eier legen. Inzwischen haben wir aber Erfolge bei Arten, die sonst nirgendwo auf der Welt gezüchtet werden. Fütterung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zucht. Die Zusammenstellung der Menüs erfolgt exakt abgestimmt nach Art und Jahreszeit. In unserer hauseigenen Klinik ist ein Tierarzt rund um die Uhr Standby. Alle Vögel hier sind extrem selten und gefährdet. Deshalb haben wir in der Station eine modern ausgestattete Klinik, in der sich ein Tierarzt um die Vögel kümmert. Papageien brauchen Abwechslung. Wir haben Spielzeuge in allen Gehegen. Spielzeuge, in denen wir auch Futter verstecken, um die Vögel aktiv und in Bewegung zu halten. Wir wollen, dass sie sich bei der Nahrungssuche wie wilde Papageien verhalten. Und genau dieses Zurück in die Wildnis ist unser großes Ziel. Einerseits gebe ich natürlich meine Babys her, aber andererseits ist es ja genau das, wofür wir arbeiten. Wir wollen ja, dass sie wieder draußen fliegen. Königsamazonen kehren heim. Großer Empfang für den Nationalvogel. Im Jahr 2019, zum 40. Jahrestag der Unabhängigkeit von St. Vincent den Grenadinen, haben wir 3 Vögel zurückgebracht. Das war eine Wahnsinnssache. Also das ganze Land stand Kopf. Glücklicherweise geht es allen Vögeln sehr, sehr gut. Bei den Amazonen in der Karibik haben wir natürlich eine Basis, auf der wir arbeiten können. Wir haben immer noch einen Wildbestand, von dem wir lernen können, wo wir uns versuchen können anzupassen. Anders wird es bei Arten, die völlig ausgestorben sind, also in der Natur verschwunden sind. Der Spitzharer ist seit 20 Jahren in der Heimat, also jetzt 21 Jahren ausgestorben. Also es gibt keinen wilden Spitzharer mehr. Das ist eine richtige Herausforderung. Erstmalig nach über 20 Jahren landen wieder Spixaras auf brasilianischem Boden. Da haben wir 2020 52 Vögel hingebracht, was also ein Drittel der Weltpopulation ist. Das war wie ein Staatsempfang. Happy? So much. Im Hochsicherheitskonvoi geht es ins Buschland der Caatinga, der Urheimat des Spixaras. In einer dort eigens errichteten Anlage werden die Vögel auf ihre Freilassung vorbereitet. Unsere Mission nähert sich dem großen Ziel. Es wäre das erste Mal, dass eine in freier Wildbahn ausgerottete Vogelart in ihren einstigen Lebensraum zurückkehrt. Es war chaotisch, aber wir haben es geschafft. Die Vögel sind hier, sie sind gesund und munter und fressen gut.
Keine Verluste, keine Verletzungen. Wir sind sehr erleichtert. Und wir haben eine nie dagewesene Basis für eine in der Natur 100% ausgestorbene Art, um die wieder zurückzubringen. Wir haben 100.000 Hektar, die vom brasilianischen Staat geschützt wurden, speziell für diese Rückführung dieser Vögel. Wir verstehen uns hier als eine Art Arche. Wir haben den Spix-Ara, wir haben ihn erhalten, wir haben ihn gezüchtet. Und durch diese Arbeit hier in unserer Arche, hier in Deutschland, sind wir überhaupt jetzt in der Lage und auch bereit, den letzten Schritt zu gehen. Wir bringen den Spix-Ara zurück in die Natur.